Der 27. Januar ist ein besonderer Tag. Am 27. Januar 1945 nämlich wurden die letzten Überlebenden aus dem Gefangenenlager Auschwitz befreit. 79 Jahre später gewinnt das Thema an empörender Aktualität. Wenn Rechtsradikale gemeinsam mit Parteimitgliedern von im Parlament sitzenden demokratischen Parteien die Deportation von Millionen Menschen aus Deutschland, Millionen Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft planen, und mit dieser Empörung möchte ich euch heute anstecken. Aber ich möchte euch auch was mit an die Hand geben. Ich möchte euch Hoffnung machen. Mein Name ist Marcel. Ich bin seit jetzt 8 Jahren hier im Nuthe-Urstromtal mit meiner Familie, meinem Rudel. Und ich bin in meiner Beschäftigung historisch interessiert auf eine spannende Geschichte und auf spannende Menschen gestoßen. Und davon will ich euch in dieser Zahnputzandacht erzählen. Heute ist der 27. Januar. Wie erwähnt, 79 Jahre ist es her, dass die letzten Menschen aus Auschwitz befreit wurden. Und das ist eine Geschichte, die tatsächlich auch recht eng verwoben ist mit einer Geschichte, die hier in Luckenwalde stattgefunden hat. Vielleicht habt ihr schon mal von der Widerstandsgruppe für Frieden und Aufbau gehört. Die Widerstandsgruppe hatte sich 1943 im Herbst gegründet. Zentral sind die beiden Männer Hans Winkler aus Luckenwalde und Werner Scharf, einem Juden, der nach Theresienstadt deportiert wurde, dem es aber gelungen ist zu fliehen und der eigentlich auch nur über seine guten Kontakte, die er zuvor in der Gesellschaft aufgebaut hatte, verhindern konnte, dass er nach Auschwitz gelangte. Es gab verschiedene Formen des Widerstandes, die die Männer schon vorher organisiert hatten, die aber auch später in der Gruppe umgesetzt wurden. So wurden Nahrungsmittel organisiert für Juden, die im Versteck leben mussten. So wurden überhaupt Verstecke und Wohnungen organisiert und Menschen gefunden, die sich bereit erklärten, diese unglaublich riskante Aufgabe auf sich zu nehmen und eben Familien in Not zu verstecken vor dem Unrechtsregime. Und so begab man sich auf noch gefährlicheres Terrain und hat mit Flugblattaktionen, insgesamt sind 3 bekannt, quasi an die gesamte Öffentlichkeit gewandt und versucht, deutschlandweit Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das geschah natürlich unter Lebensgefahr und so kam es, wie es im Nazi-Regime viel zu oft gekommen ist, dazu, dass beide Männer verhaftet wurden. Werner Scharf tatsächlich auch hingerichtet wurde. Hans Winkler das Glück hatte, aufgrund des zusammenbrechenden Nazi-Regimes und Verwaltungsakten und nicht passierbaren Straßen schlussendlich nicht verurteilt zu werden. Warum erzähle ich euch diese Geschichte in so Bruchstücken und Versatzstücken? Dass viele Menschen sind, die an so einem Widerstand beteiligt sind. Es ist der kleine Verwaltungsangestellte, der den Unrecht nicht mehr länger zuschaut und den Stempel vielleicht für andere Zwecke entwendet. Es sind die Menschen, die bereit sind, ihre Zimmer, ihre Keller, ihre Häuser zur Verfügung zu stellen, die anderen das pure Überleben ermöglicht haben damals. Und es sind viele, viele, viele Menschen, die auch nur in einer Situation, in einem Moment sich entscheiden, genau das Richtige zu tun oder auch vielleicht das Richtige in dem Moment zu sagen oder nicht zu sagen. Worin liegt die Hoffnung? Wir leben jetzt noch in einer Zeit, in der wir nicht uns verstecken müssen, wenn wir unsere Meinung sagen wollen. Noch haben wir die demokratischen Mittel und können uns gemeinsam für unsere Interessen organisieren oder auch miteinander streiten, was die richtigen Wege für verschiedene Interessen sind. Der Punkt ist, jetzt ist die Hürde, die wir an Mut aufbringen müssen, längst nicht so hoch, wie sie irgendwann einmal sein wird, wenn wir den Demokratiefeinden und den menschenverachtenden Theorien folgen. Darum mein Appell an euch alle, nutzt die Zeit. Jetzt ist es wieder Zeit für die Demokratie aufzustehen. Jetzt ist es wieder Zeit, Menschlichkeit zu zeigen. Jetzt ist es an der Zeit, wieder miteinander zu sprechen, wieder miteinander zu streiten, aber sich gemeinsam klar zu positionieren gegen alles, was die Gemeinschaft zerstören will.